Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und heute werde ich ein bisschen was über das Thema Streichinstrumente als Investment erzählen. Jetzt muss man das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Prinzipiell einmal ist es eine super Sache, dass es Leute gibt, Investoren, die bereits ein Geld herzugeben, dafür, dass letztendlich eine Musiker mit einem hochwertigen Instrumente spielen können. Weil die ja, ich sage im Regelfall, dann verborgt werden an Musiker. Wenn man es jetzt aus der Sicht von einem Investor anschaut, dann macht es dann einen Sinn, wenn es ein Investment sein soll, und zwar ein gewinnbringendes, wenn so ein Instrument entsprechend gut ist, entsprechend zu einem vernünftigen Preis einkauft wird, damit im Laufe der Zeit eine Wertsteigerung zu erwarten ist. Und hängt natürlich auch sehr stark dann davon ab, in welchem Zustand es ist, wie gern das gespielt wird und von welchem Musiker das gespielt wird. Immer dann habe ich die Möglichkeit einer Wertsteigerung und das funktioniert da. Wenn jetzt ein Instrument, sagen wir mal, ungünstigerweise zu einem überhöhten Preis einkauft wird, wir kommen dann später nochmal zurück, beziehungsweise jetzt in keinem so einem guten Zustand ist oder eigentlich einer Renovierung bedarf oder in jedem Fall einmal einer Montage, dass das gescheit funktioniert, dann verändert sich das Ganze ein bisschen. Jetzt gibt es Institutionen, die haben Instrumente, die nicht hergerichtet sind, nicht funktionieren und nicht klingen und aus dem Grund auch nicht gern gespielt werden, beziehungsweise, das bezeichne ich dann als Wanderpokale, die wandern sozusagen von einem Musiker zum anderen und keiner ist wirklich glücklich damit. Für einen Musiker hat es ja nur einen Sinn, wenn das Instrument wirklich gut funktioniert, damit er sich selber entwickeln kann, dann, das ist der Idealfall. Wenn jetzt ein Instrument, ich sage es jetzt einmal von einem Investmentbanker an einen Investor als super Schnäppchen, das in einem Top-Zustand ist, angeboten wird, in Wirklichkeit aber Reparaturen notwendig sind, damit es einmal überhaupt eine Leistung hergibt, dann ist es nachher natürlich sehr schwierig, wenn der Investmentbanker zum Investor sagen muss, du, da werden ein paar Sachen gemacht. Ja? Und das kostet so und so viel, weil der Investor sofort sagt, na Moment, gekauft habe ich es mit dem Kommentar, es ist in einem Top-Zustand. Ja? Und die Schwierigkeit ist halt dann, wenn ein Investmentbanker jetzt nicht besonders viel davon versteht. Salopp ausdrückt heißt das nichts anderes wie, dass jemand ohne viel Sachverstand oder mit gar keinem Sachverstand mit der dicken Brieftasche von einem Investor einkaufen geht. Klar, weil er natürlich eine Provision kriegt. Das heißt, der hat jetzt zum Beispiel mal kein Interesse, dass es besonders billig ist, weil er kriegt einen prozentuellen Anteil vom Kaufpreis. Das Ganze ist sozusagen jetzt widersinnig. Es kommt sozusagen keiner und fragt, was haben Sie für ein Instrument, was wollen Sie haben dafür, was kann man mit dem Preis machen, sondern das Gegenteil ist der Fall, je teurer, desto gut. Ungeachtet jetzt sozusagen von dem Zustand, von dem, wie stabil ist das Instrument, hat es Wurmfraß und auch wie klingt das, weil du kannst halt im Prinzip mit guten Musikern jedes Instrument auf gut Deutsch gesagt zum Einkauf oder zum Verkauf spielen. Ja? Das ist übrigens also ein gängiger Witz unter Musikern, die auch irgendwie ein bisschen mit Handel zu tun haben. Ja? Also für einen Investor ist es ganz wesentlich, dass er sehr genau weiß, was er kauft. Sprich, wie echt ist das Instrument, wie zusammengehörig sind die wesentlichen Teile und in welchem Zustand ist es. Und beim Zustand, ich meine, man kann halt viel restaurieren, dass man das Zeigen einmal sieht oder auch nicht mehr leicht findet, indem überall Polituren drauf sind, so hupst dann mit dem UV-Licht nicht weiter. Man kann es innen ganz gut herrichten, dass es gar nicht leicht erkennbar ist, dass was dupliert ist und. Aber es gibt halt Risse, die wertmindernd sind und der allgemeine Zustand jetzt zum Beispiel aufgrund von einem Wurmfraß auch nicht so ganz berühmt ist. Dann ist es natürlich sofort ein Thema, was ist so ein Instrument in dem Zustand wirklich wert und was kostet eine Reparatur oder Restauration, damit man es in einen gescheiten Zustand bringt. Das heißt, das Erste, was einmal relevant ist, nachdem die Echtheit geklärt ist, ich sage zu einem hohen Prozentsatz, weil 100% gibt es sowieso nirgends, ist dann ein Zustandsbericht. Im Zustandsbericht sind dann die ganzen Schäden, die das Instrument hat, vermerkt oder auch die Sachen, die repariert werden. Beziehungsweise, wenn es notwendig ist, macht man sogar eine Deformationsvisualisierung. Wie verhält sich das Instrument, wie deformiert es sich unter Seitenzug, sprich, wie stabil ist es. Es ist zum Beispiel schwierig, wenn jetzt ein Instrument, was wie viele Belege drinnen hat,
weil es das natürlich aussteift. Das heißt, das, wo ein Instrument im Normalfall schwingen soll, kann es dann gar nicht und hat natürlich dann eine Einbußen im Tonumfang bei bestimmten Frequenzen, nicht bei allen. Das nächste ist eben das, wenn jetzt ein Instrument dort Wurmfraß hat, dann deformiert es sich stärker, weil es natürlich die Stabilität nicht mehr hat, weil es ja unterminiert oder ausgehöhlt ist zum Teil. Ja? Das heißt, dort muss dann restauriert werden, dass es wieder die nötige Stabilität hat. Das ist was also so im Prinzip immer nur mit Meinungen vertretbar ist, weil es nicht leicht ersichtlich ist. Und wie soll ich sagen, das Röntgen, das hat in Wirklichkeit also auch nur einen Sinn, wenn es ein entsprechend hochauflösendes, also ein Microscan ist, mit dem man das also wirklich machen kann. Ein normaler Röntgenapparat in einem Krankenhaus bringt überhaupt nichts in Wirklichkeit. Das dient eher zur Verblödung. Das, was wir machen mit dem 3D-Scanner, ist, dass wir sozusagen das Instrument einmal mit und einmal ohne Seitenzug komplett scannen und das dann übereinander legen und einfach vergleichen. Man sieht dann aufgrund der Erfahrungswerte, wie viel muss sich ein gescheites Instrument deformieren und was darf es sich nicht mehr deformieren, weil es zu viel ist, beziehungsweise wo deformiert es sich nicht, weil es eben ausgesteift ist. Dann kann man es erst beurteilen, was in Wirklichkeit los ist. Das heißt, das sind die Sachen, die notwendig sind, um einmal einen seriösen Kostenvoranschlag zu machen, was ist notwendig, damit das Instrument wirklich in einem guten Zustand ist. Das hat noch nichts mit einer Montage zu tun. Ja? Wenn das der Investor weiß, dann weiß er, okay, der Kaufpreis ist von mir aus so hoch, aber zusätzlich braucht man noch so und so viel Geld, um das in einen Zustand zu bringen. Wenn er geschickt ist, kann er diesen Betrag, den er für die Reparatur oder Restauration braucht, im Prinzip vom Kaufpreis anziehen und hat dann aber ein solides Instrument in der Hand, das natürlich funktioniert und auch gern und von guten Leuten gespielt wird. Was wiederum die Wertsteigerung überhaupt erst ermöglicht. Weil wenn ich heute ein Instrument habe, ein blödes Beispiel, das ich von vornherein schon viel zu teuer gekauft habe, das nicht gescheit funktioniert und kein namhafter guter Musiker spielen will, dann werde ich mit dem mit Sicherheit keine Wertsteigerung erreichen. Draufkommen tut man natürlich erst dann, wenn man es wieder verkaufen will, weil der Investor sein Geld für was anderes braucht. Ja? Das sind die Sachen, die jetzt einmal aus Sicht des Investors sind. Der Investmentbanker, der das Zeug sozusagen diese Objekte der Begierde zusammensucht und zusammensammelt und seinen Investoren anbietet, der ist einmal interessiert daran, eine Provision einzustrafen. Und zwar A vom Kaufpreis. Und unter Umständen könnte es sogar noch passieren, dass der hinten um zum Verkäufer geht. Mag sein, dass das jetzt eine Unterstellung ist, dass jeder Investmentbanker sagen muss, ich tue das nicht. Und dort auch noch Geld holen, weil er ja mit dem Preis nicht gehandelt hat. Der Investmentbanker tut alles dafür, dass er sich an alle Ecken und Enden, wenn es um die Echtheit, um einen Zustand oder sonst was geht, so absichert, dass man ihm möglichst nicht an die Wäsche kann, falls was schief geht. Es gingen aber Sachen schief. Ja? Das heißt, es sind dann einmal dort oder dort kommen nicht ersichtliche Risse auf, ja? Die halt nicht fachmännisch repariert worden sind. Natürlich auch deshalb, um eine Wertminderung, dass das Instrument durch einen wertmindernden Stimmriss zum Beispiel erfahren hat, nicht an den Kunden weiterzugeben, beziehungsweise dass es den Preis widerspiegelt. Die Leute, wie sie sagen, da geht es halt dann geschwind einmal um eine Kohle und die wollen natürlich schauen, da ist irgendwie doch jeder selber der Nächste, was jetzt nichts mit Charakterstärke zu tun hat. Weil, wie gesagt, ein Geigen darf schon mal einen Stimmriss haben, nicht? Auch einen Bodenstimmriss, wenn es ist. Aber man muss es halt dazu sagen und man muss halt den Preis entsprechend anpassen. Das ist alles, um das es geht, nicht? Dann gibt es Kollegen, die der Meinung sind, wenn ein Riss gut repariert ist, dann ist es so, wie wenn er nicht da ist. Mit denen habe ich dann einmal eine Diskussion gehabt, dass ich gesagt habe, na gut, wenn ich halt zwei Autos habe, gleiches Baujahr, gleicher Kilometerstand, gleiches Produkt, gleiches Erzeugnis und eins war Unfallwagen, wo alles austauscht worden ist und das andere ist unfallfrei, dann ist definitiv das Unfallfreie interessanter, wie das, was einen Unfall gehabt hat. Das ist bei Instrumenten natürlich genau das Gleiche. Dann kommt es auf den Zustand der bereits getätigten Restaurationen an. Das heißt, ich beurteile zum Beispiel einen Zustandsbericht sehr genau, ist das gut gemacht, ist es schlecht gemacht, ist es statisch in Ordnung, ist es eine erstklassige Reparatur. Das nimmt ja alles einen Einfluss auch auf den Wert, sprich auf den Kaufpreis und auch auf die Verwendbarkeit. Weil wenn ich halt ein Bild habe, das ich nur anschaue, dann sage ich, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wenn ich halt ein Streichinstrument habe, das wirklich ein Streichinstrument gespielt werden soll, dann muss es funktionieren. Weil die Anforderungen werden, nachdem die Ausbildungsniveaus immer höher werden überall, die werden schon größer.
Ja? Und dann kann es natürlich passieren, wenn ein Instrument jetzt in keinem so einem guten Zustand ist oder nicht so ideal spielbar ist und es kommt halt bei weitem nicht das raus, wie das, was drinnen ist, dann kann halt auch passieren, dass es ein Instrument ist, das halt jetzt nicht unbedingt von einem guten Musiker gern gespielt werden will. Wenn der Musiker halt, keine Ahnung, ein Galliano-Cello oder irgendwas angeboten kriegt, auf dem könnte er spielen, für den ist es natürlich einmal super, wenn er zuerst eine Kiste gehabt hat, die kaum einen Wert hat und auch nicht so gut funktioniert. Auf der anderen Seite, das Potenzial, das ein Instrument dann wirklich hat, geht eben nur über diese Stufen, dass man zuerst einmal gescheit diagnostiziert, was braucht es, was fehlt ihm, wie ist es montiert und dass man es dann in den Zustand bringt. Der Musiker hat definitiv auch noch das Thema, weil die Instrumente ja in aller Regel auch versichert sind, dass sozusagen diese Investition oder dieses Investment auch gesichert ist über eine Versicherung. Haben die dann unter Umständen einen Passus drinnen in einem Mietvertrag, dass sie das Instrument dem zur Verfügung haben zum Spielen, falls eine Versicherung aus irgendeinem Grund nicht zahlt, ja, oder nur Teilleistungen erbringt, haften sie für den Rest oder bis zur Höhe des Instrumentes. Wie das Musiker machen, wenn das heute einmal 1,5 Millionen Euro Instrument ist, das kann ich nicht beantworten. Es würde mich allerdings sehr wundern, wenn das Leute ohne Probleme schaffen, weil die das Kohle haben, die kaufen sich ein Instrument selber und borgen sie es nicht aus von irgendeinem Gönner, Investor oder sonst irgendwas. Nicht? Dann ein weiterer Punkt ist, wenn halt Verkäufer, ich sage jetzt einmal, Verträge unterzeichnen, wo sie dann alle möglichen Haftungen nur übernehmen, wobei ein Investmentbanker natürlich durchaus in der Lage ist, genau diese Dinge sehr gut in einen Vertrag unterzubringen, sodass er möglichst selber aus dem Schneider ist und möglichst keine Verantwortung hat, ja, außer beim Handaufhalten. Das funktioniert problemlos. Nur, wenn die Verantwortung gleichzeitig ihm angegeben werden soll, dann sollte man da Nachdenken anfangen. Nicht? Und wenn dann noch einer dazu sagt, ich sage einmal ganz blöd, den Vertrag darf es aber niemand sagen, dann sollte wirklich der Letzte auch noch denken anfangen. Und sonst ist das Ganze halt irgendwie kein Geschäftsvorgang, sondern mehr als eine Glaubensfrage. Also da glaube ich einfach, dass vorher noch passiert, dass ein Teufel mit dem Weihwasser gurgelt. Bevor ich einen Vertrag, wenn einer dazu sagt, den dürfen sie aber niemand sagen, nicht einen Juristen hinlegen und sagen, was hältst du davon? Ja? Also zum Schluss ganz einfach erklärt. Wenn heute einer Geld in die Hand druckt, der keine Ahnung hat, um damit Sachen einzukaufen und möglichst keine Meinungen hören will von den Leuten, die einen Sachverstand haben, dann ist ein Kopf im Prinzip schon prognostiziert. Das ist schon sehr wahrscheinlich. Es geht sowas seriös auch und wie gesagt, es ist nicht so, dass ein Instrument als Investment von vornherein nicht funktioniert. Das kann wirklich funktionieren, indem es ein solides Instrument ist, indem das in einem soliden Zustand ist und indem es auch in einem vernünftigen Preisniveau einkauft wird. Ja, wenn die Faktoren zutreffen, dann ist schon eine jährliche Steigerung zu erwarten. Ich meine, das ist jetzt nicht so sprunghaft, dass es, was weiß ich, im Jahr, keine Ahnung, 2017 zum Beispiel 800.000 Euro wert war, 2019 ist es dann auf einmal 1,3 Millionen Euro wert und 2020 ist es dann auf einmal 1,5 Millionen wert. Diese Steigerungen haben nichts mit einer Realität zu tun. Und die Versicherungen, die sagen natürlich zuerst einmal nichts, sondern kassieren die Prämien. Wenn allerdings ein Schaden passiert, dann schauen sie sich das sehr genau an. Und dann wird, sagen wir mal, hypothetisch nur angenommen, eine Überversicherung vorliegen, wobei die Prämien gezahlt sind, da gibt es nichts zurück, nur die Leistung schaut dann entsprechend nieder aus. Und wenn es ihm dann einen Vertrag gibt, dass der Musiker für die Differenz haftet, dann ist das Ganze halt so aufgebaut, sagen wir mal, dass es nicht sehr gleich ist für den, der was mietet, der was investiert und dazwischen der Investmentbanker. Ja, es kann funktionieren, aber es kann auch nicht funktionieren. Und zuerst ist es halt immer interessant, dass man sich möglichst informiert darüber, damit man einen Eindruck hat und man muss sich da leider auf Leute verlassen, oder leider, es gibt halt Leute, die mehr Ahnung in dem Markt haben und Leute, die halt weniger Ahnung haben. Ja, wenn das Geld verdienen das erste Ziel ist, dann sollte man viele Sachen gar nicht hinterfragen, weil dann kann es sein, dass man das Geld nicht verdient. Das kann eine Zeit gut gehen, wenn die Leute anfangen, dann andere Sachen wieder verkaufen probieren und draufkommen, dass das überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat, um was es versichert ist oder um was sie es gekauft haben, na, dann wird die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen umschlagen. Nicht? Der Nachteil von dem ganzen Geschichtel
seit also Streichinstrumente als Investment entdeckt wurden, ist, dass es für, ich sage jetzt einmal wirklich normale, bodenständige Musiker natürlich immer unmöglicher wird, mit diesen Preissteigerungen, ich sage jetzt einmal mit diesen künstlichen Blasenpreissteigerungen, dass ein Instrument wirklich normal erwerben und einen Kredit zahlen, das geht eigentlich nicht mehr, weil das Dimensionen sind, die kannst du eigentlich auch nicht mehr leicht erwirtschaften. Also da gibt es nur wenige, die das hinbringen. Ja. Instrumente gibt es schon am Markt. Ja. Ich selber zum Beispiel verkaufe jetzt keine Instrumente über einen Investmentbanker an Investoren, weil ich mich in die Kreise, jetzt sagen wir es einmal ganz einfach, auch nicht so ganz wohl fühle. Ja. Also mein Job ist der, dass ich schaue, dass Musiker gut spielen können und dass ich sie möglichst gut berate. Ja. Aber wie gesagt, das ist eben, wenn du heute ein Instrument hast, das so nicht verkaufbar ist, aber einen Namen hat und echt ist und noch dazu jemand in die Hand kriegt, der keine Ahnung hat davon, dann kann passieren, dass sowas ausgenutzt wird. Ja. Und wie gesagt, wir sind in meiner Zeit da einige Sachen unterkommen, wo man wirklich nur mehr den Kopf schüttelt, vor allem wenn man dann auch noch den Preis dazu hört. Ja. Und im gleichzeitigen weiß, dass um ein bisschen mehr als ein Drittel viel besseres Instrument vom gleichen Erbauer, sagen wir Hausnummer Venedig, ja, verkauft wurde, das auch funktioniert und das auch gespielt wird. Also es gibt wirklich da Beispiele, wo man sich denkt, glaube ich das? Ja. Also genauso wie wenn Sachen verkauft werden, die nicht echt sind, ja, wo man dann das Instrument hört und sich denkt, okay, was genau versteht man nicht, was an Klang angeht, da ist nichts da. Und da kommt von mir natürlich die Frage, wie konnte man ihnen das verkaufen? Und die Leute sagen dann halt oft nicht, naja, die haben gesagt, es wird durch Spielen nicht besser. Ja, da tut sich schon was, aber es wird vom Spielen, ich sage jetzt einmal, irgendeine französische Winsel wird kein Stradivari. Das kann ich ganz sicher sagen. Ja? Das kann man tragen, wie man will. Nicht? Na gut, in jedem Fall Augen auf beim Instrumentekauf. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Falls irgendwelche Leute Anregungen haben, Kritik haben, andere Meinungen haben oder Lob, dann gerne wieder unten in die Kommentare. Findet uns natürlich auf Instagram, auf Facebook. Tinder hat damit jetzt nicht so viel zu tun. Ja, und das war's wieder. Pfiat euch. Na, das ist mir klar. Das ist mir vollkommen klar. Wer fähig in Wien muss freundlich sein. Und ich fühle mich auch wohl so. Am liebsten jung. Frisch. Frisch. Finde ich voll cool.